Frage, wie soll man neue Musik hören, die kommt ja wird immer wieder gestellt. Man könnte das sehr lapidar sagen mit den Ohren, was aber nicht gilt nur für neue Musik, sondern für alle Arten von akustischer Wahrnehmung sind die Ohren sehr wichtig und sind ja auch ein Organ, das man nicht abstellen kann. Das ist vielleicht etwas, was noch interessant ist. Wenn ein Bild nicht gefällt, dann kann man wegschauen, kann man den Blick, also man kann sogar die Augenlider zutun. Bei den Ohren ist es ein bisschen schwierig, wenn man so im Konzert sitzen würde. Also lässt man sich lieber darauf ein, was passiert. Jetzt im 19. 20. Jahrhundert ist vor allem viel gegangen, nicht nur von der Tonhöhe her Entwicklungen und so und von der Komplexität von der Rhythmen her, sondern natürlich vor allem auch in der Klangfarbe. Also welches Instrument macht was, spielt mit welchem zusammen und vor allem wie wird es gespielt. Das hat schon angefangen im Beethoven-Orchester, dass man angefangen hat, das Symphonieorchester zu vergrössern mit Blech und auch Perkussion und dann sind auch Klarinetten fix dazugekommen und so weiter. Flöte. Und da hat man natürlich wahnsinnig viel mehr Klangmöglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten gehabt. Im 20. Jahrhundert ist es noch viel weiter gegangen. Man hat dann auch angefangen zu schauen, was kann ich mit dem Instrument eigentlich sonst machen, ausser einfach normal spielen. Und das hat einen ungemeinen Reichtum von der Farben gegeben. Also wenn man jetzt eine Geige nimmt, ich spiele nicht Geige, das war am Vater seine, aber ich kann ein bisschen zeigen daran, was man vielleicht machen könnte, wenn man nicht einfach sogenannt Ordinario, das heisst normal spielen will. Man könnte zum Beispiel auch einmal sagen, was passiert, wenn ich den Bogen kehre und mit dem Holz spiele. Und Sie hören, das ist völlig ein anderer Ton, eine andere Klangfarbe, wie man sich nicht gewöhnt ist. Es ist wie ein gerasterter Ton. Er ist ein bisschen brüchig, er ist fragil. Mit dem Bogen kann man auf völlig verschiedene Orte spielen. Zum Beispiel hier tönt die Geige viel heller, als wenn ich sie hier auf dem Griffbrett spiele. Dann hat es natürlich Möglichkeiten gegeben, wie dass die linke Hand anfängt, die Klangfarben allein machen. Zum Beispiel, wenn man so etwas macht, nur mit der linken Hand spielt, oder wenn man ein Pizzicato macht, wo die Seite nicht reisst, zum Glück, dann kommt man ganz einen perkussiven Knall über mit dem Bartók Pizzicato. Man hat angefangen, ganze rhythmische Muster auf Streichinstrumente zu übertragen. So Sachen. Und das ist natürlich für Komponisten, wenn man das auf jedes Orchesterinstrument überträgt, sieht man vielleicht gleich, dass es ungemein viele Möglichkeiten gibt in Sachen Klangfarbe. Das heisst, wenn man hören, kann man jetzt also sagen, okay, ich weiss jetzt, dass ich nicht auf eine Melodie vielleicht am Anfang von einem Stück hören kann, wo sowohl von einer Geige wie von einer Klarinette wie von einer Flöte wie von einem Cello, was immer kann gespielt werden, sondern vielleicht geht es wirklich schon darum, ein bisschen spezifisch Klangfarbe zu hören. Welches Instrument tönt wie. Wenn man zum Beispiel nur schon anschaut, so eine also Schlagzeugregister, das sind jetzt 4 Musikerinnen, die das spielen. Jeder von denen hat ja x Instrumente schon. Also schon innerhalb von einem Register gibt es wahnsinnig viele Klangmöglichkeiten. Also lässt man sich darauf ein, okay, ich höre einmal auf Klangfarbe. Jetzt ein gutes Beispiel für Klangfarbe. Was heisst es, mit Klangfarben zu komponieren? Nicht mit festen Melodien, wo man schon Töne bam, bam, bim, bam, baradi, schon quasi Tongruppen hat, sondern vielleicht hat man zum Beispiel nur einen Ton, wie hier am Anfang von dem Orchesterstück. Und zwar ist es ein G. Und wenn man das G anschaut, da im ersten Takt, gut, es hat noch ein paar andere Töne, aber die sind also nur Nebensache, dann sieht man das G in ganz x viele verschiedene Arten gespielt, Pizzicato und mit Bogen und ganz am Steg, da gibt es ganz eine helle Klangfarbe und mit Röhrenglocken, das heisst der Einschwingvorgang hört man vielleicht eine Glocke und was man dann daraus raushört, ist nicht die Glocke, die weitergeht, sondern zum Beispiel die Streicher da, die sogar noch tremolieren, also mit dem Bogen hin und her machen. All das wird jetzt hier auskomponiert. Und vielleicht hören wir da den Anfang gerade.
Das war wirklich die Grundidee gewesen, aus einem Ton möglichst viel ein Prisma, ein Kaleidoskop an Klangfarben rauszuholen. Wir sehen dann später, ein paar Sekunden später, kommt das G leicht verstimmt, also es wird so, es fängt sich an so reiben, aber erst in sich innen, es geht noch nicht um einen anderen Ton, sondern es ist immer noch die Tonhöhe, die noch spezifischer auskomponiert wird. Darum habe ich vorhin dann einmal den Begriff vom mikroskopischen Reinhören verwendet. Da haben wir ein G, das in der Trompete ein bisschen zu tief kommt, in der Posaune ein bisschen zu hoch. Dann gibt es verschiedene Klangfarben. Man kann das G auf verschiedene Seiten greifen, natürlich. Je nachdem tönt es auch wieder anders. Und das wird dann innerlich, fängt sich das an zu bewegen, rhythmisch. Das hört man dann so, wie das pulset. Und dann gibt es eine Explosion, wo die Tonhöhe wie auseinanderjagt. Und dann kommt es noch einmal zusammen, es wird noch einmal zusammengezogen, wie ein Trichter. Dann ist auf das G gesteuert, um dann endgültig zu explodieren. Das tönt etwa so.